Jan van Eyck war ein flämischer Maler des Spätmittelalters und gilt als der berühmteste Vertreter der niederländischen Renaissance. Wegen seines Sinns für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung wurde er oft auch als »König unter den Malern« bezeichnet. Er wurde um 1390 in Maaseik im heutigen Belgien geboren. Zuerst arbeitete er als Kammerdiener und Maler für Herzog Johann von Bayern. Danach wurde er von Philipp, dem Herzog von Burgund, nach Lille geholt, wo er verschiedene Porträts schuf, aber auch höfische Kleidung entwarf und die Organisation von Festivitäten übernahm. Im Auftrag des Herzogs machte er auch diplomatische Reisen ins Ausland. Neben seinen höfischen Verpflichtungen malte er auch für private Kunden. Im Jahr 1433 heiratete er Margarete, hatte mit ihr 2 Kinder und kaufte ein Haus in Brügge. Mit ungefähr 51 Jahren verstarb er 1441. Die genaue Todesursache ist unklar. Van Eycks Malstil wird oft als präzise, detailliert und realistisch beschrieben. Er war ein Vorreiter der Ölmalerei, was es ihm ermöglichte, feine Details und lebensechte Texturen in seinen Gemälden zu schaffen. Sein Interesse an der Natur und der menschlichen Anatomie spiegelt sich in seinen Werken wider, die oft religiöse Motive mit einer starken Betonung des Realismus kombinieren. Der Genter Altar ist zweifellos sein Hauptwerk. Es ist ein monumentales Triptychon, das für die St. Bavo-Kathedrale in Gent geschaffen wurde. Dieses Werk beeindruckt durch seine komplexe Komposition, die eine Vielzahl von biblischen Szenen darstellt. Ein weiteres berühmtes Meisterwerk ist die Arnolfini-Hochzeit, das die Präzision von Van Eycks Technik und seinen Sinn für Details zeigt. Auch ist es für seine realistische Darstellung von Licht, Schatten und Spiegelungen bekannt. Sein vermutetes Selbstporträt, der Mann mit dem roten Turban, überzeugt durch die lebendige Darstellung und die faszinierende Verwendung von Licht und Schatten. Viele seiner Werke sind im Laufe der Zeit verloren gegangen und so sind weltweit nur noch ungefähr 20 seiner Werke erhalten. Er war ein Wegbereiter der niederländischen Renaissance und sein realistischer Malstil und seine innovative Verwendung von Ölfarben haben die Kunstwelt nachhaltig geprägt.